Als ich zuerst in Deutschland gearbeitet habe, war die englische Heile das Geschmack der Vorliebe. Und das war Ende der 80er Jahre. Und seit die Mauer weg ist und wir immer mehr von unseren Nachbarn Richtung Osten lernen dürfen, dann sind allmählich die Russen der Geschmack des Tages geworden. Nicht ohne Grund. Die können sehr viel, weil die Gesellschaft da und die Regierung hat sowas erlaubt und gefordert. Wobei in Europa war es teilweise unterdrückt gesetzlich, sicherlich nicht gefordert seitens der Regierungen. Und eins dieser russischen Heiler heißt Botschenko. Er ist jetzt ziemlich alt, wie lange noch auf Erde sein wird, das ungewiss. Hat, so wurde mir mitgeteilt, schon im Sommer gesagt, dass er das letzte Mal nach Deutschland kommt. Und er hat eine sehr interessante Technik entwickelt. Und es handelt sich um die Grundprogramme des Lebens. Ich erkläre später ein bisschen mehr dazu. Und dann habe ich entdeckt, dass es gibt nicht nur diese Technik, die er gelernt hat und praktiziert hat. Das würde ich jetzt betrachten als der erste von 3 Stufen. Von der anderen beiden hat er von Botschenko nicht gelernt. Warum? Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass Botschenko davon weiß, aber nur die sehr fortschrittliche das beibringt. So, was passiert? Na, es geht um, wie gesagt, die Grundprogrammierung des Lebens. Na, die werden alle in der Frühkindheit geformt. Manche kommen dann von der Zeit vor der Geburt. So früh fängt es an, die Programmierung des Kindesgemüts. Und diese Grundprogrammierungen sitzen hier alle im Vorderhirn, diesem Bereich. Und man kann vielleicht bildlich darstellen, wie eine Sammlung von CDs im Gehirn, geistige CDs. Und jede von diesen Grundprogrammen hat Hunderte, mal Tausende von Unterprogrammen, die alle den Grundschwingung oder Grundessenz der Kernprogramm tragen. So zum Beispiel, wenn du ein Programm laufen hast, der dir sagt, ach, du darfst nie Geld haben. Dann hast du ein Unterprogramm mit absoluter Sicherheit, der sagt, du darfst niemals 6 Richtige haben, nicht einmal 4 Richtige. Oder du wirst immer zu spät kommen für den viel besser bezahltes Job oder. Lauter Unterprogramme, die alle Auswirkungen des Grundprogramms. Hast du einen, der sagt, du wirst nie geliebt, dann hast du Unterprogramme davon, der bringt immer Beziehungen mit Menschen anzufangen, die grundsätzlich nicht funktionstüchtig sind. So Mutter-Sohn-Beziehungen oder Vater-Tochter-Beziehungen anstatt Partnerbeziehungen. Oder Dienerin-Bedienter. All diese Art Dinge. So, du siehst, wie diese Grundprogramme dein Leben steuern. Nicht nur können, sondern tatsächlich tun. Nun, es ist äußerst selten, dass diese Grundprogramme in die Wahrheit, in die Wirklichkeit ein Fundament haben. Meist entstehen die aus traumatischer Wahrnehmungsirrtümer. Und wenn man die Grundprogramm nimmt und das von dieser
verzerrte Wahrnehmung bereinigt, dass das wahre Programm vollständig funktioniert, dann natürlich ändert sich automatisch auch die Unterprogramme. So, zurück zu unserem Beispiel. Ich darf nie Geld haben. Wahrheit ist, dies ist ein Universum der Fülle. So, die wahre Programm ist, ich bin immer in der Fülle. Na, wie sehen Unterprogramme davon aus? Naja, wurde mir heute berichtet von jemand, dass egal was er tut, seine Geschäfte laufen. Wie verrückt. Er kann es nicht verstehen, weil er tut weniger als vorher und hat mehr davon. Okay, es ist nicht alle Leute, die das getestet haben, haben bisher sich selbstständig gemacht. Er ist schon einige Jahre selbstständig, aber bei ihm war es sehr bemerkenswert, wie schnell seine Geschäfte viel besser laufen. Dann das Programm, du darfst nicht geliebt werden. Wahrheit, du bist der uneingeschränkte Ausdruck der universellen Liebe. Das ist das wahre Programm. Wie sehen die Unterprogramme davon aus? Ich bin in der Liebe mit allen anderen Menschen. Oh, das sieht aus wie eine etwas andere Welt, oder? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das ist nur das erste Teil. Und das habe ich entdeckt, kann ich online machen über zum Beispiel wire.com. Das ist eine Alternative zu Skype, aber wesentlich besser. Microsoft, nachdem die Skype gekauft haben so viel Spyware dazugefügt, dass es als Kommunikationsmedium die Hälfte der Zeit gar nicht funktioniert. Und dann, manche die Programmierer, die Skype ursprünglich gebaut haben, nachdem die gesehen haben, was Microsoft damit gemacht hat, die haben Microsoft verlassen und ein neues gegründet auf Community Basis, das heißt, es ist Open Source Software. Und das ist von den gleichen Leuten gebaut, die ursprünglich Skype gebaut haben. So, es sieht sehr ähnlich aus. Mit dem Unterschied, es funktioniert und kein Spyware. So, deswegen benutze ich wire.com, wire.com. Und alles, was du brauchst, ist den App, das Programm downzuladen, installieren und dann können wir über diese Mittel kommunizieren. Nun, erste Phase dauert vielleicht eine Viertelstunde. Dann ein paar Tage Pause. Und dann kommen wir zur zweiten Phase. Die Trauma selber. Es reicht nicht vollständig aus, die Programme zu bereinigen, weil die Trauma, oder besser gesagt die emotionellen Verbindungen oder Anbindungen an das Trauma sind noch bestehen und die schränken doch die Grundprogramme noch ein. So, das ist eine Neigung, dass ja 2 Schritte nach vorne und 1 zurück. Und wenn es sehr schlimm ist, 1 Schritt nach vorne und 2 zurück. Aber 2 vorne und 1 zurück, weil die Trauma ziehen immer zurück. Weil der emotionelle Körper des Menschen erlebt Zeit nicht. So, das, was dir in der Frühkindheit passiert ist, was dir damals sehr traumatisch war, für deinen emotionellen Körper ist jetzt. Und deswegen verursacht dies, dass das, was du damals erlebt hast, auf Autopilot, du wiederholst es in einer verschiedenen Form. Und es scheint zu sein, dass dein Leben andauernd in Kreise geht. So, die nächste Phase ist diese Traumen von deinen Grundprogrammen
zu entkoppeln. Was geschieht? Du siehst viel klarer, was dir passiert ist, und siehst total klar, dass es erledigt ist, Vergangenheit ist, nicht mehr vorhanden ist. Und da die Traumen entkoppelt sind, wird diese Kindheitserlebnisse nicht wiederholt. Und das ist die zweite Phase. Wiederum dauert ungefähr eine Viertelstunde. Und ein paar Tage später können wir die dritte Phase machen. Now, mitten im Gehirn, das gibt etwas, das heißt das verlängertes Mark. Und dies ist der Anbindungsstück zwischen Rückenmark und Gehirn. Drumherum sind mehrere kleine Drüsen, die sehr viel mit der Hormonhaushalt zu tun haben, und den Intelligenz. Na, in Kriya Yoga, das ist eine mittelmäßig komplizierte Meditationsart, das verlängerte Mark ist beschrieben als das Zentrum des Christusbewusstseins. Und wenn man das bereinigt und frei fließt, das ist das, was man dadurch erweckt. Das bedeutet nicht, dass du nach 10 Minuten erleuchtet wirst. Es bedeutet, dass die Entwicklung dorthin kann endlich wirklich geradeaus gehen. Und so nach der dritten Phase ist es ein Prozess, der in Gang gesetzt wird, welcher immer weiter und weiter sich entfaltet. Und du wirklich gehst deinen Weg des Entfalten dein wahres Selbst, anstatt alter Kindheitsschrott zu wiederholen. So, das ist das, was aus dieser ganzen Geschmoddel entwickelt worden ist. Ja, wie man sagt, jede Wolke hat einen silbernen Rand. Direkt übersetzt auf Deutsch, vielleicht ist das Idiom nicht gleich. Aber die Erfahrung ist mit den Testpersonen, die ich mache, dass es ist sehr effektiv, sehr erfolgreich und sehr erfreulich. Wie viel kostet es? Na, ist eine Frage, wie du bist. Na, ein Grundpreis von 108 € für die 3 Behandlungen, insgesamt 108 € ist für meine Bedürfnisse gut. Wenn du wesentlich wohlhaber bist, habe ich nichts dagegen, wenn du etwas mehr gibst. Und das dann ermöglicht, dass ich die Leute, die noch nicht in diesem Zustand sind, günstiger oder sogar kostenlos die Arbeit mit dem machen kannst. So, es liegt alles an dir, was du gibst, aber wenn es dir leistbar ist, Grundsumme 108, mehr wenn du möchtest und kannst. Wenn du nicht kannst, dann sprech mich an. Ich werde normalerweise keine dieses vorenthalten. Ist nicht meine Art und eigentlich nutzt es nichts, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen diese schöne Fortschritte vorenthalten werden. Namaste.